Bei uns geht es weiter mit einem Gast aus Berlin. Peter? Peter, kannst du uns hören? Peter Sänger von Green City Solutions. Ich kann euch gut hören. Sehr schön. Und im Hintergrund, Peter, sieht man eure Moosfarm, euer Mooslager? Jawohl, das ist die Moosfarm, die vermeintlich einzige auf der ganzen Welt. Sehr schön. Und ich fragte im Vorgespräch, fragte ich deinen Kollegen oder fragte euch, ob es nachkoloriert ist, dieses saftige Grün von dem Moos, aber es ist tatsächlich nicht der Fall, oder? Das werdet ihr gleich live erleben dürfen. Und du bist draußen mit deinem Team? Ja. Mit dem Handy. Also, Peter, ich freue mich ganz arg, dass du dabei bist. Kurz entschlossen habt ihr euch hier committed. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen auch schon reingucken, was es sonst an Themen gibt. Ich glaube, es gibt auch eine gute Vernetzungsmöglichkeit da unter euch. Von daher, wenn du eine Präsentation hast, Peter, ja, dann dürftest du die jederzeit starten. Machen wir das doch gleich. Könnt ihr sie sehen? Ja. Okay, ja. Dann wunderbar. Bitte. Dann deine Bühne, Peter. Ja, vielen, vielen Dank und ich freue mich, dabei zu sein und etwas aus einer vielleicht ganz ungewöhnlichen, aus einem ungewöhnlichen Organismus zu erzählen, nämlich von Moosen, die die meisten von uns eher irrtümlicherweise gar nicht so gut finden, im Rasen zum Beispiel oder tief im Wald. Und unser Slogan ist We Grow Fresh Air. Und das ist ein Versprechen, was wir machen, gerade für Leute, die in Städten leben, die im urbanen Bereich leben und Lebensqualität auch in Zukunft haben wollen. Und deswegen gibt es Green City Solutions. Das ist unser Unternehmen. Seit über 8 Jahren sind wir am Markt und ich will gar nicht so viel über das Unternehmen selbst sprechen. Das kann man alles gut nachlesen. Sicherlich, ich möchte ein bisschen euch auf die Reise mitnehmen. Wir sind ja heute auch in Reutlingen zugeschaltet, wie das alles mal angefangen hatte. Und passenderweise gibt es eben eine sehr gute Verlinkung nach Reutlingen. Und zwar ist das dieses Bild, nämlich die allerersten City Trees in einem Pilotvorhaben an einer stark befahrenen Straße in Reutlingen. Ich erinnere mich noch ganz gut zurück. Das ging 2014 los und wurde dann 2016, 17 realisiert und war für uns ein wahnsinniges Ding. Das war zum ersten Mal in einer Kommune unsere Technologie zeigen und der Welt erzählen, was wir mit den City Trees, also unseren Produkten, wo die Moose drin sind, was wir erreichen wollen. Und ich kann sagen, dass uns dieses Peter, wir können dich ganz, ganz schlecht verstehen. Vielleicht liegt es an deinem Empfang. Kannst du noch mal kurz vielleicht checken? Weiß nicht, ob du mich hören kannst, Peter? Der Empfang ist leider sehr schlecht, Peter. Dann warten wir mal einen Moment. Genau. Ja, Moos. Und das habe ich wollte ich eigentlich beim Intro machen, wollte ich eigentlich erklären, dass der Peter tatsächlich sein erstes Projekt in Reutlingen gemacht hat. Echt? Und das ist kein Witz. Ja, das hätten wir uns ja anschauen können heute. Wieso haben wir das nicht gemacht? Oder existiert ich glaube, das war 2014, ob es das Projekt noch gibt. Das gibt es nicht mehr. Ja. Wahrscheinlich. Ja, ich finde das interessant. Ich bin auch gespannt. Ich habe schon ein paar Fragen, aber... Das schon. Ja. Jetzt warten wir ein bisschen gespannt, was er zu erzählen hat. Ja. Er ist nicht im Raum. Ich glaube, er ist am Handy. Also er hat versprochen auch, sein Kollege hat mir auch so ein paar Bilder gezeigt. Ja. Und Peter ist, glaube ich, wieder da. Hallo, lieber Peter, jetzt sehen wir dich zumindest wieder. Kannst du uns hören? Ja. Jetzt. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt alles gut. Sehr schön. Tut mir wirklich leid, aber im Gewächshaus ist WLAN manchmal Mangelware, tatsächlich. Kein Problem. Dein Projekt ist so ambitioniert, da ist es nicht schlimm, wenn du mal kurz rausfliegst, ja? Also. Entschuldigt bitte. Also, wir waren stehen geblieben in Reutlingen und einem Projekt, was uns sehr viel Erfahrung mitgegeben hat. Wir haben dort sehr viel lernen können, was dann letztendlich im Kämmerchen, wenn man vor sich hin entwickelt, niemals... Sorry, dass ich dich nochmal unterbrechen muss, Peter. Deine Präsentation müsstest du auch bitte nochmal starten.
Die muss nochmal gestartet werden, okay. Ja. Gut. Sehr schön, jetzt ist alles da. Und bitte, Peter. Ja. Und hier kann man es nochmal sehen, es wurden 2 City Trees eingesetzt und es sollte herausgefunden werden, wie viel Feinstaub und wie viel Stickoxide damals gefiltert werden können durch die Kraft der Pflanzen. Und das Ergebnis war relativ ernüchternd, muss man sagen, weil unsere Anlagen damals noch passiv gewesen sind. Und das heißt, man hat Wind und man hat die Witterung benutzt, um Feinstaub zum Beispiel an die Pflanzen heranzutragen. Und das war leider einfach zu wenig, um es wirklich signifikant nachweisen zu können. Und deswegen gehen die Entwicklungen weiter. Und wir sind heute dabei, ganz aktive Systeme aufzustellen, die wirklich signifikant Feinstaub reduzieren können, die Hitze reduzieren können durch die Transpiration der Pflanzen. Und es war ein langer Weg und aus dem Weg möchte ich noch so ein kleines bisschen was mitgeben und erzählen, denn die Natur weiß es vermeintlich immer am besten und man ist gut beraten, auch in der technischen Entwicklung immer wieder einen Blick in die Natur zu werfen, was schon seit Jahrmillionen gut funktioniert und sich daran zu orientieren. Und genau das tun wir auch. Diese Moose, also diese kleinen, unscheinbaren Pflanzen, die haben ein großes Potenzial als Feinstaubfilter und hier kann man das sehen, diese ganzen Stäube, die bei uns in der Luft umherschweben und niemals von uns aufgenommen, also eingeatmet werden sollten, die lagern sich hier an den Moospflänzchen an. Und unter der Zugabe von Wasser werden diese Feinstäube Stück für Stück in das Moos eingebaut und dort in Biomasse umgewandelt. Also man kann sich das vorstellen wie ein Staubsauger, der niemals voll wird und der keinen überschüssigen Staubsaugerbeutel hinterlässt. Und hier kann man das mal in der Nahaufnahme sehen. Diese Moose beaufschlagen wir mit dem Staub der Stadt und der wird dort ganz Stück für Stück abgebaut. Wir sind hier bei etwa 26 Tagen und dann sind die Moose wieder ganz frisch, um wieder neuen Staub aufzunehmen. Und das machen die schon seit, wie gesagt, Jahrmillionen. Die Moose sind einer der allerältesten und ersten Landpflanzen auf unserem Planeten. Und wir kümmern uns darum, dass das auch im städtischen Umfeld gut funktioniert, wo die Moose an sich nicht vorkommen würden, weil es einfach zu trocken ist, zu heiß ist oder einfach zu urban. Und dementsprechend kombinieren wir mit Technologie, mit Technik, IT und sorgen dafür, dass diese Moose dort an dem Standort einfach erhalten bleiben. Und das Thema Klimaanlage ist, glaube ich, für uns in der jetzigen Zeit ein ganz, ganz heißes Thema im wahrsten Sinne des Wortes. Wir wissen, dass die Tendenzen eher zu steigenden Temperaturen gehen. Wir wissen auch, dass das in den Städten besonders heftig zuschlagen wird. Und deswegen ist es wichtig, sich Klimastrategien zu überlegen und zu überlegen, wie man die Temperaturerhöhung in den Urbanitäten wieder nach unten bekommt. Und die Moose können dort einen großen Beitrag leisten. Ich habe euch hier mal einen Ausschnitt mitgebracht. Vielleicht kann man das auch gut sehen. So ein Moos im trockenen Zustand, das zieht sich so zusammen und versucht dadurch die Verdunstung zu reduzieren. Und wenn man dann Wasser drauf sprüht, wie wir das hier gemacht haben, dann sieht man wirklich in Realtime, wie sich dieses Moos aufplustert und diese Feuchtigkeit aufnimmt, 20 bis 30 Mal mehr, als es selbst wiegt. Und diese Feuchtigkeit dann ganz langsam an die Atmosphäre wieder abgibt. Also wie so ein Schwamm, der ganz viel Wasser aufnehmen kann, also zum Beispiel ein Starkregen-Event abpuffert und dieses dann ganz langsam wieder an die Natur zurückgibt. Und wenn man das massenhaft in der Stadt etabliert, in Form vom City Tree, im Sinne von Fassadenbegrünung und verschiedenen anderen Elementen, kann man sich vorstellen, dass man dadurch ein großes Potenzial heben kann, dass unsere Städte einfach lebenswert bleiben. Und genau das versuchen wir. Zum Beispiel hier ein Blick in unsere Technologie hinein. Wir können Feinstaub reduzieren, wir können aber auch Viren inaktivieren, kühlen und damit auch CO2 reduzieren. Und unser Patentrezept dahinter ist einfach, Natur mit Technik zu vereinen. Und die Technik ist hier sinnbildlich mit einem Bewässerungssystem, einer Ventilation und letztendlich einem Kasten, in das Moos eingebracht wird, wo es langlebig ist und dann auch noch in einem hübschen Umfeld. Und hier sieht man nochmal einen Blick zurück nach Reutlingen, wie es in 2015, 2016 ausgesehen hat. Und so wie es heute aussieht, also wir sind da einfach meilenweit vorangekommen. Und das ist ganz wichtig, an solchen Projekten zu lernen und es dann einfach immer wieder zu verfeinern und besser zu machen.
Und das kann ich vielleicht als Gründer gerne als Tipp auch mitgeben. Wenn die Produkte anfangs nicht wirklich so super sind, wie man sich das vielleicht erträumt oder sich vorstellt, dann ist das überhaupt kein Grund aufzustecken, sondern man muss sich immer überlegen, ob man noch es schaffen kann, weiterzukommen und sich weiterzuentwickeln, ob man das finanziell darstellen kann. Und dann ist es auf jeden Fall einen Versuch wert. Gibt da viele Sprichwörter, wenn man sich für sein Produkt, was man auf den Markt bringt, nicht mehr schämt, dann ist man schon zu spät dran. Also da gibt es viele Binsenweisheiten, die immer wieder sagen, nehmt die Produkte, nehmt die Ideen, verwirklicht sie und zeigt sie der Welt. Und die Welt wird euch dann schon sagen, ob das gut ist, ob das am Markt funktionieren kann oder nicht. Und beim Citytree war es de facto ähnlich. Die ersten Ideen, die ersten Zeichnungen haben nicht mehr so viel damit gemein, wie der Citytree heute aussieht. Und wir kriegen oft die Frage gestellt, warum wir nicht einfach Bäume pflanzen sollten. Und die Frage haben wir uns natürlich auch selbst ganz oft gestellt, ob wir diesen technischen Aufwand nicht einfach lassen sollten. Aber die Wahrheit dahinter ist letztendlich, Bäume pflanzen ist eine super Sache, aber versucht das mal im städtischen Umfeld zu machen. Die Stadt ist voll. Es ist verdichtet, es ist unterkellert, unterbaut, untertunnelt und für das Grün bleibt zumeist nur noch ein kleiner Teil der städtischen Fläche überhaupt übrig. Und das ist einfach eine Unverhältnismäßigkeit, die auch in Zukunft schwieriger wird, weil die Flächenknappheit eher noch zunimmt, als dass sie wieder abnimmt. Und deswegen braucht es alternative grüne Infrastrukturen, die hochleistungsfähig sind und eben auch damit klarkommen, dass untertunnelt ist oder Leitungen in der Erde liegen und eben keine Wurzeln dort Wurzeln schlagen können. Und deswegen ist der Citytree auch eine sehr gute Alternative zur Pflanzung von Bäumen. Und das soll nicht heißen, dass wir gegen Baumpflanzungen sind, aber es muss artgerecht passieren. Und als Gartenbauer kann ich sagen, dass das sehr häufig in den Städten einfach nicht möglich ist, artgerecht zu pflanzen, weil dieser Platz unten im Boden, aber auch oben für die Krone oft gar nicht gewährleistet ist. Und wenn man sich dann überlegt, dass ein Citytree etwa die Kühlleistung von 75 neu gepflanzten Bäumen hat, dann kann man sich gut vorstellen, dass gerade im städtischen Konzept der Citytree einfach für diese Fläche womöglich die bessere Lösung ist. Und deswegen wollen wir gar nicht so viel Werbung für unser Produkt machen, aber vor allen Dingen für diesen Fakt, dass wir große Herausforderungen haben auf der Welt, in Deutschland, in unseren Städten und die eben nur gelöst kriegen über ganzheitliche Ansätze. Und da ist unser Moos, unser aktiviertes Hochleistungsmoos sicherlich ein Baustein davon, neben vielen anderen. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg, das einfach massentauglich zu machen. Und unser Ziel ist es einfach, so viel Moos wie möglich in die Städte zu bringen. Und an dieser Stelle würde ich euch gerne noch mitnehmen in unsere Moosfarm. Denn ich kann euch viele Bilder zeigen und viel erzählen, aber schöner ist es doch, wenn ihr das auch selbst sehen könnt. Und zwar kann ich hier meinen Hintergrund ausmachen. Und zwar das jetzt zu sehen sein. Und da seht ihr, dass ich auch in der Moosfarm sitze und habe meinen Kollegen Till mit dazu geholt. Das ist Till, der ganz kurz den Rechner halten wird und wir zeigen euch ein bisschen was von der Farm, was hier drin passiert. Also die Moose hängen hier auf sogenannten Moosmobilen. Das sind portable Regale, die mit Bewässerung und Beleuchtung ausgerüstet sind und die dafür sorgen, dass die Moose hier in einer perfekten Kombination aus Licht, Temperatur und Wasser und Nährstoffen gedeihen. Und das geht mittlerweile hier etwa 16 Mal schneller als in der Natur. Und genau deswegen gibt es die Farm, dass es alles sehr schnell funktioniert. Und die einzelnen Phasen der Kultivierung, die kann man hier erkennen. Und zwar von der Erstbesehung, das heißt, wenn die Moosmatten frisch bestellt werden mit Moosen und dann Stück für Stück anfangen zu wachsen. Und das ist etwa Woche 6 bis 7, das ist etwa Woche 10. Und dann sind wir hier in einer fertigen Moosmatte, die in unsere Produkte kommen kann, in Woche 12 bis 13. Und das sieht frisch aus, das ist saftig, das ist absolut vital. Und diese Vitalität, die braucht es unbedingt, sodass die Moose auch diesen Dienst verrichten können. Und damit endet unsere kleine Tour hier aus Bestensee. Und wir möchten euch natürlich gerne einladen, wenn es noch mehr Fragen gibt oder Anregungen. Wir machen regelmäßig Moosfarm-Touren einmal im Monat, wo man dann noch viele Fragen stellen kann oder auch noch einen tieferen Einblick in die Welt der Moose, die Bryologie, die sogenannte, bekommen kann. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Und wir danken in diesem Sinne ganz herzlich, dass wir Teil davon sein durften, von eurer Session heute und morgen.
und wünschen noch ganz viel Spaß und Erfolg. Peter, ganz herzlichen Dank. Inspirierendes Projekt, inspirierende Firma. Auch, du hast ja auch ein bisschen war ein Wunsch von mir auch, dass du ein bisschen nicht nur erzählst über euer Produkt, sondern dass du wirklich auch so ein bisschen die Philosophie dahinter erklärst. Und ich bin ein großer Fan. Ja? Und wir haben einen Hintergrund auch virtuell, du hast den nicht, aber wir haben einen gebaut, der könnte ähnlich passen. Wir haben intern schon diskutiert, ob er vielleicht von dir ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also, nochmal, inspirierendes Projekt. Ich finde schon euren Slogan ziemlich gut. We grow fresh air. Ich hätte noch einen. Bist du auf den kommen? Moos macht er? Was fällt mir da wohl ein? Ohne Moos nichts los. Ja, ist zwar ein Karlauer, aber den hattest du wahrscheinlich eh schon. Also wie auch immer. Wir sind große Fans von dem, was ihr da tut. In Reutlingen hat es gestartet. Jetzt sind wir heute wieder da. Also Frage wäre jetzt so ein bisschen, wie groß kann sowas technisch, ja? Wie groß kann man denn so eine Mooswand bauen, dass sie überhaupt noch sinnvoll ist? Und ich sage mal wegen mir, wenn man sich mal die Entwicklung des Klimas und der Flächen, wie du selber sagst, anguckt, dann ist für euch ja wegen mir das sky the limit, oder? Sky the limit. Das ist grundsätzlich richtig, aber andererseits vielleicht auch dann gar nicht mehr so sinnvoll, denn man weiß, dass die Luftbelastung in den unteren Korridoren der Luft deutlich höher ist, weil Abgase sich weiter unten einfach akkumulieren und es ist sehr sinnvoll, gerade dort zu reinigen und natürlich auch dort zu reinigen, wo die Leute unterwegs sind, wo sie atmen, und es ist etwa so bis 4 Meter über Höhe, also über Grund, wo es richtig, richtig effektiv ist, zu reinigen und zu kühlen. Und je höher ich gehe, desto mehr Durchlüftung habe ich natürlich, desto mehr Wind und desto weniger Effekt habe ich. Also für uns ist es ganz wichtig, immer auch zu gucken, wo sollen die Produkte aufgestellt werden, ob das ein Freiraum ist, wo dann unsere Standalone-Produkte besser passen oder an einer Fassade entlang, wo wir mittlerweile Lösungen haben. Also es ist wichtig, dass man dort ganzheitlich guckt und vor allen Dingen in die Stadtplanung und Stadtentwicklung frühzeitig mit reingehen kann, um eben auch langfristig solche Projekte und dieses Grün als Infrastruktur gut zu etablieren. Ja, Stichwort Fassade, das ist, was wir ja gesehen haben, jetzt waren ja eigentlich eher diese City Trees, also Standalone-Lösungen. Jetzt bei Fassade, wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, ich habe ja nicht bloß das Moos, ich habe den Rahmen, Bewässerung dazu, dann Ventilatoren. Was wiegt da so ein Quadratmeter und wie wird der befestigt? Aktuell ist das alles noch bodengebunden, dass man eben nicht so eine große Befestigung an der Fassade selbst benötigt. Ja. Das ist unser Wallbreeze und der ist dann etwa 2 Meter hoch Mhm. und der kann diesen ersten Korridor auf jeden Fall schon perfekt abbilden. Und alles, was man dann drüber stellen kann oder an die Wand bringen kann, sind die nächsten Entwicklungen. Aber im Moment geht es uns eher noch um die Leistungsfähigkeit als ums Gewicht. Und wie halten diese Moose auf den Matten? Ich denke jetzt auch in Richtung Sturmfestigkeit. Wir haben jetzt auch immer mehr Stürme in den Städten, dass das Zeug nicht wegweht. Ja, also diese Matte, dieser Untergrund, der ist bewusst so gewählt, dass die Moose sich dort festhalten können. Mhm. Und auch wenn die keine richtigen Wurzeln haben, sondern eher so wurzelartige Ansätze, kennt man auch von dem Wald zum Beispiel, wenn die Moose den Baum hochwachsen, dann halten die sich dort auch ziemlich gut fest. Und das können die in der Matte genauso. Deswegen wahrscheinlich fällt erst ringsrum alles um, bevor die Moose aus der Matte rausgepustet werden von einem Sturm. Welche Kundengruppen bedient ihr? Sind es die Kommunen, sind es wegen mir die Wohnungsbaugesellschaften, sind es private Bauherren oder ist es alles? Alles dreist. Genau. Also letztendlich, die Kommunen sind natürlich emotional unser Ansprechpartner, weil die sollten sich darum sorgen, dass ihre Städte lebenswert sind und bleiben. Das ist in Deutschland nicht so ganz einfach. Deswegen sind wir auch außerdeutschen, im europäischen Umfeld viel tätig und versuchen, Kommunen und Unternehmen zum Beispiel auch zusammenzubringen. Also Unternehmen mit Nachhaltigkeitsstrategie, mit guten Absichten, mit Corporate Social Responsibility Strategien, die sprechen wir aktiv an und meistens arbeiten die dann mit den Städten zusammen, um solche Projekte zu realisieren, weil der Platz in der Stadt zur Verfügung gestellt werden muss. Die Bauwirtschaft, habt ihr angesprochen, ist ein ganz interessanter Sektor, weil die brechen gerade auf zu mehr Nachhaltigkeit, zu viel Grün am Bau und suchen nach guten Systemen, die langlebig sind, irgendwie auch günstig in der Unterhaltung sind. Das sind natürlich dann immer große Herausforderungen, aber auch da haben wir mittlerweile eine Lösung, die wir anbieten können. Und alle, die in der Stadt sich tummeln und dort Stakeholder sind, ob sie dort Geschäft treiben oder leben oder vermieten, sind an sich alles Kundengruppen von uns. Bis hin zu Schulen und Kindergärten, wo die Jüngsten schon lernen sollten, dass man nicht gegen die Natur, sondern am besten mit der Natur arbeiten sollte. Hast du Frag?
Ja, was mich noch interessieren wird, der Energie- und Wasserbedarf. Ich meine, wir haben ja Lüfter, wir brauchen elektrische Energie, wir brauchen Wasser. In was für eine Größenordnung bewegen wir uns da? Und zwar ist ganz, ganz wichtig, dass die Produkte dort effizient, wie es nur geht, arbeiten. Und es gibt bei euch in der Region Stuttgart-Reutlingen gibt es einen Ventilationshersteller, der mit uns zusammen extra einen Lüfter entwickelt hat, der besonders energiesparend ist, weil der nur langsam drehen muss. Unsere Bauteile sind alles so ausgewählt, dass sie wahnsinnig stromsparend sind. Und beim Wasser ist das ähnlich. Wir versuchen nur das Wasser aufzuwenden, was wir wirklich brauchen. Und jeden Tropfen rezirkulieren wir. Also wir fangen den wieder auf, filtern den und behandeln den, sodass man ihn wieder verwenden kann. Und das sorgt dafür, dass wir absolut haushaltsübliche Mengen brauchen. Also etwa so 20 Cent Strom pro Tag ist notwendig. Und beim Wasser sind wir noch darunter. Ist ein bisschen standortabhängig, aber wir reden hier von ja, 1 Liter pro Stunde an Wasser und etwa 60 bis 70 Watt Energie. Mhm. Ich hätte noch eine Frage, weil du vorher kurz angeschnitten hast, es ist nicht immer so ganz einfach, auch mit den Kommunen zu arbeiten oder zusammenzukommen, obwohl die Probleme natürlich groß sind. Auch in Reutlingen gibt es Smog, in Stuttgart so oder so. Ich denke an Großstädte generell. Und da erwähntest du in einem Nebensatz, dass ihr international auch unterwegs seid. Von daher würde ich einfach gerne mal wissen, wie ist die Situation hier oder wie ist er europaweit oder wie ist denn vielleicht auch weltweit die Situation von ähnlichen Projekten? Da geht es vielleicht nicht direkt um eure Projekte, aber grundsätzlich, wie weit ist diese Szene international und diese Technologie international eingeführt? Leider noch zu wenig, denke ich mir. Also klar, man guckt meistens auf die Metropolen und die meisten Leute, die uns irgendwie angucken und sagen, ihr müsst doch zum Beispiel nach Singapur in die absolut grüne Gartenstadt. Aber letztendlich ist das ein anderer Kontinent, hat natürlich wieder andere Voraussetzungen und Herausforderungen mit sich zu bringen. Wir konzentrieren uns aktuell auf die europäischen Metropolen und sind gerade in London stark aktiv, weil dort auch die Politik sagt, wir wollen mehr Grün, wir wollen der größte Stadtgarten der Erde werden. Und dort lassen sich solche Projekte dann besser realisieren. Dann ist es einfach einfacher, das hinzubekommen. Und da wünsche ich mir, dass wir in Deutschland da einfach noch ein bisschen experimentierfreudiger werden und solche Technologien auch mal testen. Also nicht nur mit unserer so, sondern auch mit vielen anderen. Klar ist da immer ein Risiko dabei, dass es auch schief geht, aber letztendlich müssen wir uns da trauen, neue Wege zu suchen, weil mit den herkömmlichen geht es meistens zu langsam oder zu umständlich. Und wir wissen, dass die Städte immer größer werden, dass diese Urbanisierung immer weiter voranschreitet. Und man hört ja jetzt mittlerweile schon viele Wissenschaftler und Experten, die sagen, dass das Problem dann auch mehrheitlich in den Städten gelöst werden muss, was Emissionen und Aufheizung betrifft. Deswegen würden wir auch sagen, dass dort unser Wirkgrad am höchsten ist. Und das gilt dann natürlich für alle Metropolen auf der ganzen Welt. Worauf führst du die Zurückhaltung zurück? Eher auf, ich sag mal, finanzielle Bedenken oder ich sag mal, dass man technologisch noch nicht so weit denkt oder denken möchte, auch in Rathäusern? Das ist wahrscheinlich ein Mix aus verschiedenen Sachen und Verwaltungen sind eben Verwaltungen, weil sie Sachen verwalten, sage ich immer, und nicht, weil sie sich mit neuen innovativen Wegen irgendwie brüsten und das vorangeben. Also muss man einfach geduldig sein und gute Mittel und Wege finden, was vielleicht auch das Thema Förderungen angeht. Da gibt es ja mittlerweile wirklich viele Möglichkeiten und man muss es den Leuten schmackhaft machen und Referenzen schaffen, die einfach gut funktionieren, die wiederum Vertrauen schaffen. Das können dann einfach Multiplikatoren sein. Und es gibt in Deutschland mittlerweile schöne Projekte, zum Beispiel auch von uns, die man als Leuchtturm zeigen kann. Und dann gibt es viele Verwaltungen, die sagen, dort hat es gut geklappt und deswegen wollen wir uns das jetzt auch mal genauer angucken. Und dann geht man halt Schritt für Schritt. Wenn man sich das auch alles ein bisschen schneller vorstellt, muss man sich eben darauf einlassen, dass nicht alle Organisationen ganz so schnell sind. Magst du ein Beispiel geben von Leuchtturmprojekt? Gibt's Reutlingen noch? Reutlingen gibt es tatsächlich nicht mehr. Das ist dann als Pilot, also es war ein Pilotvorhaben und ist als dieses dann auch geschlossen worden. Und wie es dann auch manchmal so ist, dann verändern sich die Verantwortlichkeiten und die Ansprechpartner gibt es dann nicht mehr. Und dann ist es eben wieder eine neue Akquisephase und das ist dann schwierig. Aber es gibt in Bonn, ja auch hier in Berlin und in verschiedenen anderen ist bereits die City Trees, auch in Erding. Und mit denen müssen wir dann eben weiter die Werbetrommel rühren. Erding ist bei dir vor der Haustür, oder? Ja, fast.
Also von Und hier gibt's aus, auch von gutes Reutlingen Bier? aus gesehen schon, ja. Gibt Ehrlich es ja schon. gutes Bier. Ja. Naja. Lieber Gut. Peter, ich wollte noch wissen, wir haben noch kurz Zeit. Also, mich würde interessieren jetzt, du bist ja jetzt nicht einfach nur ein Gründer, sondern ein Green Tech Gründer und du hast ein erfolgreiches Unternehmen da hochgezogen. Jetzt interessiert mich natürlich, wie kommt man denn dazu? Weil als Gründer hat man ja alle Optionen mit E-Commerce oder App-Entwicklung und du hast dir Moos ausgesucht. Hast du als Kind schon gern mit Pflanzen gespielt oder im Rasen gemäht oder gern im Wald irgendwie Pilze gesammelt und Moos gesammelt? Wie kommt man auf so eine Idee? Wie kommt man zu so einem ambitionierten und wirklich sehr, sehr coolen Projekt? Also ich komme aus einer Kleinstadt, deswegen habe ich all das gemacht, was du gerade auf jeden Fall angesprochen hast. Aber äh, da ich aus einer Gärtnerfamilie komme und in der Gärtnerei aufgewachsen bin, liegt das wahrscheinlich doch recht nahe, dass es, wenn es um Gründung geht, irgendwas mit Haptik und irgendwas mit Biologie zu tun haben müsste. Auch wenn wir uns gar nicht überlegt hatten zu gründen, das kam oft, wie es so ist, zufällig. Und das Thema Luftverschmutzung in Städten hat dann den Anstoß gegeben, zu sagen, da gibt es nichts irgendwie, es gibt keine solvente Lösung, die diesem großen Problem Herr werden kann. Und wir sollten das probieren. Wir sollten probieren, ein Produkt genau für diesen Zweck zu erfinden. Und es wäre super, wenn das nachhaltig und mit Grün funktioniert. Und das tut es mittlerweile. Und das ist, glaube ich, einfach so die Quintessenz daraus. Es war ein deutlich behäbiger und schwerer Start, weil komplex und ein Lebewesen im Produkt zu haben, ist sicherlich auch nicht die leichteste Erfindung insgesamt. Aber wenn man es dann mal geschafft hat, erfreut einen das umso mehr, weil es gab natürlich wahnsinnig viele Kritiker, die gesagt haben, es wird nie funktionieren, die man dann strafen kann und sagt, es funktioniert doch sehr gut. Und das soll auch Mut machen für alle anderen Gründer und Gründerinnen, die sich solche Ideen in den Kopf setzen. Die Zeit ist auf jeden Fall da. Es gibt viel Hilfe, gerade wenn man gründen will, Gründerberatung und die ersten Schritte gehen will. Da gibt es ja mittlerweile wirklich viele Möglichkeiten. Also sollte man einfach probieren. Über eins haben wir noch gar nicht gesprochen. Was ist es eigentlich für Moos? Das ist natürlich geheim. Ach so. Nein, das ist eigentlich- also es ist, Grün? es gibt, grün. Ja, das kann ja, ich es sagen. ist auf jeden Fall grün Ja, grünes und es Moos, gibt ja. etwa 19.600 bis 20.000 Arten auf der Erde. Und hier in Deutschland haben wir 1100, also 1.100 bis 1.200, die heimisch sind. Und aus denen haben wir uns erstmal bedient, weil es macht natürlich erstmal keinen Sinn, Moose zu nehmen, die hier nicht heimisch wären. Mhm. Und wir suchen die dann nach verschiedenen Kriterien aus. Also können die viel Staub filtern, gehen die dabei auch nicht kaputt, wachsen die ordentlich, auch in einer Geschwindigkeit, die wirtschaftlich irgendwie vertretbar ist. Und aus diesem Katalog dann sammeln wir die meisten heraus und sind dann bei Laubmoosarten hängen geblieben, so viel kann man, glaube ich, sagen, die sich für diesen Zweck sehr gut eignen. Und wir sind dabei, immer mehr Moosarten zu beforschen und dann letztendlich auch in den Anbau zu bringen. Nicht nur für unsere Produkte, sondern auch gewissermaßen, um Erhaltung zu machen. Also viele Moosarten werden neu entdeckt und viele sterben auch wieder aus. Und für uns ist das auch so eine moralische Aufgabe, einfach für die Moose ein gewisser Advokat zu sein, also ein Anwalt, der sich darum kümmert, dass die Moose einfach ein gutes Licht bekommen und dass sie weiter kultiviert werden und dass solche Arten nicht vergessen werden. Nutzt ihr dann in London zum Beispiel ein anderes Moos? Ich denke jetzt auch an invasive Arten und so, dass da nichts vermischt wird? Oder ist es dasselbe Moos wie bei uns? Das Gute ist, dass die Moose nicht richtig, also die Moose machen ja zum Glück nicht vor Landesgrenzen Halt, sondern eher vor klimatischen Grenzen. Und das Klima hier in Europa und auch auf der Insel, das ist für die Moose noch im Großen und Ganzen fast das Gleiche und deswegen können wir da die gleiche Moosart nehmen. In England regnet es ja eigentlich so oder so immer. Dann ist Ja. das englische Moos, ist das dann irgendwie abgehärteter als das oder robuster als das mitteleuropäische? Wahrscheinlich nennt es irisches Moos. Irisches Moos, das ist Irish auch Moos, gut. Das ja. könnte auch noch ein Slogan für euch sein. Ja, die Moose sind ultra anpassungsfähig, das kann man vielleicht noch mal erwähnen. Und selbst die gleiche Art, dieselbe Moosart, kann auf einem anderen Kontinent ganz anders aussehen, weil das sich dort einfach modifiziert. Und das kann sein, dass die in Großbritannien einfach etwas mehr feuchtigkeitsaffin sind und sich deswegen ein bisschen anders ausgeprägt haben, obwohl sie genau die gleiche genetische Art sind wie die hier in Deutschland. Ich würde gerne ein Anwendungsbeispiel noch mal ganz kurz besprechen. Und zwar in Stuttgart zum Beispiel haben wir ja große Probleme auch mit schlechter Luft und mit Abgas etc. Und da stehen zum Beispiel, ein Schwerpunkt ist Neckarstraße,
Eckertor in Stuttgart, da stehen so Filter von einer Firma, die ich jetzt nicht nennen möchte, aber die kommt auch aus der Region. Die stehen da schon lange. Könnte man auf solche Filtertechnologien verzichten, wenn man an entsprechenden Stellen wegen mir mit Moos begrünen würde? Das ist eine spannende Frage und wir vergleichen uns auch mit diesen Filtern, weil wir natürlich wissen wollen, was gibt es noch für Alternativen im Vergleich zu unserer Lösung. Und man kann mittlerweile feststellen, dass unsere Moose diesen technischen Filtern in fast nichts nachstehen. Also die Leistungsfähigkeit ist fast gleich hoch, währenddessen wir aber viel, viel weniger Strom verbrauchen, Und das weniger Stadtbild nicht. Lärm machen, Genau. Und das Stadtbild wahrscheinlich ist, auch ästhetischer aussehen Voilà, letztendlich. also das sind so hässliche Klötze wegen mir, die da stehen. Genau, Ähm, richtig. Also insofern Jo. Jetzt haben wir dich verloren, Peter. Also ich wollte noch erwähnen, ästhetisch finde ich, sieht das super aus. Wie gesagt, wir haben so einen Hintergrund vorbereitet, ja, für die Sprecher auch. Da haben wir so ein Moos, so eine Genau. Mooswand mit drin. Das sieht mega aus, würde ich mir daheim auch machen. Haben wir Kannst Peter du echtes nochmal da? Moos- Kannst du Kannst echtes du uns Moos noch hören, hinstellen Peter? jetzt? Na denn. Böse noch im Raum. Gut, ich glaube, wir sind so oder so am Ende mit unserer Zeit. Peter, falls du uns noch mal hörst, ganz herzlichen Dank. War sehr inspirierend, auch ein bisschen von deiner Gründergeschichte was zu erfahren. Und als Kind schon mit Moos gespielt im Wald und so. Ja, Er ist in der Gärtnerei aufgewachsen, du bist im Käsladen aufgewachsen. Das, ja, aber auch auf dem Dorf, im Wald. ja, wir auch. Moos Wir auch. hast du immer. Moos. Brauchst du zum Beispiel für Mit, Modelleisen mit, bauen. Da. mit Moos was Ohne- los. Und der Oh Slogan Gott, nochmal, jetzt wird's We Zeit. grow fresh air, finde ich echt ein geiles Motto. Wir machen jetzt eine Pause. Ja. Und ja, dann machen wir weiter am 16 Uhr mit Florian Hoffmann von CIDA. Nochmal einer aus der Gruppe von 1886 Ventures. Wir freuen uns. Bis gleich. Ciao, ciao. Ciao.